Guten Tag, Herr Gozzola. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Meine erste Frage wird sein, welche Rolle spielt im Mittelalter und seinem Alltag die Religion? Das ist gar nicht mal so leicht zu beantworten, wie es uns erscheint, weil uns das Mittelalter ja als eine durch und durch christliche Angelegenheit entgegentritt. Das Problem ist, einen Zugang zum Alltag zu finden. Und dazu fehlen uns für den weiten Teil des Mittelalters schlichtweg die Quellen. Wir müssen für den größten Teil des Mittelalters auf archäologische Quellen zurückgreifen. Später kommen dann vielleicht noch Rechnungsschriften hinzu und einige Objekte aus dem Alltag. Schriftlichkeit nimmt allmählich zu. Lange Zeit können wir aber sehr wenig Aussagen darüber treffen, wie der Alltag ausgesehen hat. Und wenn dann letztendlich eigentlich auch nur das, was wir physikalisch beschreiben können, also fassen können und beschreiben können. Noch schwieriger wird es gerade bei dem, was wir mit Religion verbinden. Für uns ist Religion mit Sicherheit etwas, was eine Innerlichkeit voraussetzt. Und das heißt, die Idee, dass wir Menschen aus dem mittelalterlichen Alltag haben, die über ihr Inneres reden, das finden wir tatsächlich nur bei einer ganz speziellen Gruppe von Menschen. Und das sind letztendlich Menschen, die entsprechend eine klerikale Ausbildung haben. Und das heißt, die Verbindung zwischen Schriftlichkeit und dem Blick nach innen ist halt eben beschränkt auf einen Teil der Gesellschaft, auf einen zunächst einmal auch sehr kleinen Teil der Gesellschaft. Es braucht eine ganze Weile und eine zunehmende Schriftlichkeit, eben auch in anderen Bereichen, vor allen Dingen in weltlichen Bereichen, bis Menschen außerhalb dieses Rahmens auch sich äußern können über ihre Innerlichkeit und über ihr Verhältnis zur Religion. Und das heißt, dass wir vor allen Dingen im Spätmittelalter an einem Punkt angekommen sind, an dem uns das Mittelalter dann in einer geradezu überwältigenden Masse an Quellen als wahnsinnig religiös, auch wahnsinnig fromm in unserer Wahrnehmung entgegentritt. Und das ist vielleicht eine ganz interessante Spannung zwischen den etwas unklaren Anfängen, bei denen wir bestenfalls etwas über eine Oberschicht wissen, die sich christianisiert. Und es gab und gibt bis auf den heutigen Tag immense Forschungskontroversen zu dem Thema, wie genau, wie schnell, wie intensiv, wie tief die Christianisierung in nördlich der Alpen zum Beispiel stattfindet. Also wann wir was wo erwarten dürfen. Die immer wieder aufkehrende Fragen, ob wir noch heidnisch-abergläubische Reste haben, die dann irgendwie wirksam sind, ob weite Teile der Gesellschaft letztendlich im Alltag ohne unsere Vorstellung von christlicher Vergegenwärtigung, christlicher Alltäglichkeit, jenseits vielleicht irgendeines Kirchturms, der von Weitem zu sehen ist, leben. Das ist schwer zu fassen. Was wir genau fassen können, ist das, was dann im Spätmittelalter passiert, in der Dichte der Quellen. Aber auch da müssen wir natürlich aufpassen. Es ist eben wiederum nur der Teil des Alltags, der in solchen Quellen abgebildet wird. Und auch der Teil von Verinnerlichung, der dann nach außen getragen wird. Und das ist schwierig, weil das eine Gesellschaft ist, die sehr stark darauf basiert, also ihre gesellschaftliche Kohärenz sehr stark daraus zieht, Dinge nach außen zu tragen, um sie wirksam zu machen. Es ist eine Welt, in der Visualität und Visualisierung von zentraler Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Vielen Dank. Meine nächste Frage lautet, wie wirkt sich das Erstarken der Städte im späten Mittelalter auf das Verhältnis Klerus und Laienstand aus? Ja, das, was wir als das Erstarken der Städte wahrnehmen, ist ja zunächst einmal eine demografische Bewegung. Also wir haben nach der agrarischen Revolution im Hochmittelalter eine Zunahme der Bevölkerung. Wir haben eine agrarische Überproduktion, die deutlich mehr Arbeitsteilung zulässt. Und wir haben Möglichkeiten zur Spezialisierung. Und wir haben eben eine Verdichtung in den Städten. Übrigens nicht nur in dem, was wir als Städte wahrnehmen, auch in anderen Siedlungen, die keine Stadtrechte bekommen. Menschen leben in immer größeren Gruppen auf immer engerem Raum zusammen und an manchen Stellen auf wirklich sehr, sehr dichtem Raum und schaffen dort neue Öffentlichkeiten, wie sie vorher kaum vorstellbar waren. Und das Interessante daran ist, dass wir dann das Verhältnis von Klerus und Laien also am ehesten als eine verstärkte Zuwendung betrachten können. Beide wenden sich einander zu.
Die Menschen auf dem Land mussten teilweise relativ weit gehen, um die nächste Pfarrkirche besuchen zu können. Sie gehörten dann zwar nominell dazu, es gab den Pfarrzwang, aber es konnte trotzdem sein, dass das eine ganz schöne Reise ist, die sie auf den Weg legen mussten. In einer Stadt im Spätmittelalter ist diese Entfernung deutlich geringer. Die Nähe zur Kirche als dem Ort, sagen wir mal, religiöser Praktiken ist im Schnitt deutlich geringer geworden. Und die Möglichkeit zum Beispiel auch dann religiöse Handlungen auszuüben an religiösen Ereignissen in der Gemeinschaft teilzunehmen, ist leichter geworden. Und diese Gelegenheiten werden sehr intensiv genutzt. Einige der wichtigsten Veranstaltungen in so einem Jahresablauf einer Stadt sind die Prozessionen beispielsweise zu Feiertagen. Jenseits von Hinrichtungen und irgendwelchen ganz besonderen größeren politischen Ereignissen sind das in der Regel die größten Feiertage in einer solchen Stadt, in der sich dann halt eben auch alles nach außen wendet und im äußeren Raum der Stadt sichtbar wird. Wir haben aus dem Hochmittelalter Vorgaben, Empfehlungen, die sagen, ein gläubiger Christ solle darauf achten, mindestens einmal im Jahr das Sakrament der Kommunion zu empfangen. Dann kommt zum Beispiel auch noch die Idee hinzu, einmal im Jahr zu beichten. Aber das haben wir relativ häufig, dass das, was als ein Normwert wahrgenommen wird, der nicht zu unterschreiten sei, bei etwa einmal im Jahr zunächst liegt. Und das ist vielleicht ein Hinweis darauf, wie wenig alltäglich es war, irgendwie am Sonntag in die Kirche zu gehen. Das kann sich aber, also das kann sich verändern und verändert sich dann auch ganz massiv in spätmittelalterlichen Städten. Die Gelegenheit ist da und die Kirche ist dann natürlich mehr als nur der Ort für die Religion, sondern sie ist vor allen Dingen eben auch ein ganz wichtiger sozialer Ort, weil religiöse Inszenierungen eben diese soziale Funktion haben. Das heißt, für die Menschen wird dann dieses Angebot etwas, was sie auch in diesem sozialen Rahmen ganz intensiv nutzen können. Und umgekehrt ist es jetzt auch für den Klerus immens wichtig geworden, sich diesen Menschen und ihren Bedürfnissen zuzuwenden. Wir haben vorher halt in der Regel den einfachen Priester in der einfachen Pfarrkirche auf dem Land und wir haben Mönche, die ja sozusagen vom Ausgangspunkt per Definition sich zunächst einmal von der Welt abwenden, nach den ursprünglichen Regeln des Benedikt. Und was sich jetzt verändert, ist die Einrichtung der sogenannten Bettelorden, die wir heute als Predigerorden bezeichnen würden, passender, die gezielt die Aufgabe haben, dorthin zu gehen, wo die Menschen sind, in den Städten, und dort für sie zu wirken, in aller möglicher Hinsicht. Das sind auch karitative Aspekte, die wir dann im Nachhinein vor allen Dingen wahrnehmen. Aber entscheidend ist natürlich auch deren gesteigerten Bedürfnis nach auch Verinnerlichung, Spiritualität, auch religiöser Zuwendung zu entsprechen. Und damit entsteht ein neues Zusammenleben zwischen Klerus und Laien, wie es vorher im Mittelalter so kaum vorhanden war. Ein guter Christ kennt keine Verschwendung, kennt keine Üppigkeit. Das, was wir darüber wissen, wie sich mittelalterliche Gemeinschaften konstituieren, es gibt paar sehr schöne Studien, die das von kleinen Gemeinschaften ausgehend machen, bis hin zu großen Städten wie Köln, Nürnberg, Paris oder so, gehen davon aus, dass Kontrolle oder soziale Kontrolle, soziale Disziplin eine große Rolle spielen, aber nicht so, wie wir diesen Begriff verstehen. Für uns heißt das fast immer, dass wir so eine Art obrigkeitliche Durchsetzung haben, dass wir bestimmte Regeln haben. Wir dürfen eher davon ausgehen, dass mittelalterliche Gesellschaften mittelalterliche Gemeinschaften daran interessiert waren, eine gewisse Übereinstimmung zu erreichen. Das heißt, dass sich Kontroversen so lange entwickelt haben, bis man zu einem gemeinsamen Standpunkt gefunden hat und es aber notwendig war, sich dann diesem gemeinsamen Standpunkt anzuschließen, damit dann ein solches Dorf, eine kleinere Stadt oder von mir aus eben auch eine große Stadt mit einer Stimme reden kann, damit sozusagen eine Vorstellung, wie die Dinge ablaufen in der Stadt existiert. Und das scheint ein Bedürfnis zu sein, das sehr groß ist. Also als Teil der Gemeinschaft, nicht aus dieser Gemeinschaft herauszufallen und Teil des Weltverständnisses dieser Gemeinschaft zu sein. Und das konnte sich durchaus verändern, aber es musste am Ende wieder sozusagen in eine Spur zurückgeführt werden. Ja. Also das finde ich hochinteressant und daraus folgend würde ich gerne wissen,
welche Rolle spielen Stundenbücher bei der privaten Andacht? Und wie müssen wir uns privat vorstellen, beziehungsweise wie privat war damals das Beten? Ja, es ist interessant, vielleicht auch auf den ersten Blick widersprüchlich, aber letztendlich wahrscheinlich auch ganz konsequent, dass in dem Maße, in dem sozusagen die soziale Verdichtung, die da stattfindet, mit all ihren Konsequenzen, auch dazu führen kann und in diesem Fall dazu führt, dass es vielleicht als Gegengewicht ein gesteigertes Bedürfnis, ein Drang nach Innerlichkeit, nach Verinnerlichung gibt, nach einem inneren Raum. Wir wissen wenig über die Vorstellung von Privatheit im frühen oder hohen Mittelalter auf dem Land. Aber wir sehen in den spätmittelalterlichen Städten einerseits das, was wir vielleicht typischerweise als privat betrachten würden, auf die Straßen getragen in einen Raum, den wir als öffentlich wahrnehmen. Zugleich aber auch eine Vorstellung von etwas, was eigen ist, was privat ist, was Privatus, was abgeschlossen auch ist gegenüber dem, was draußen passiert. Aber vielleicht doch nicht so viel anders als bei uns. Die Grenze ist einerseits fließend und sie ist vielleicht auch ein bisschen brüchig, mit Absicht. Also der Blick durch Schlüsselloch, wenn man so will, oder der Blick in das Private kann auch eine Form von Selbstinszenierung sein. Und da sind wir vielleicht bei den Stundenbüchern. Ich finde, die sind ein sehr, sehr schönes Beispiel. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr gefallen.